Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den digitalen Signaturen in der Kryptographie und heute geht es weiter mit den Pairing-basierten Signaturverfahren und zwar mit den Waters-Signaturen, nicht zu verwechseln mit den Waters-Hohenberger, glaube ich war es, Signaturen, die auf RSA basieren. Das ist was völlig anderes, auch wenn das andere Verfahren mega geil ist und beweisbar sicher EOF, CMA und auf RSA im klassischen Modell basiert. Trotzdem sind Waters-Signaturen hier in diesem Fall etwas anderes, weil sie auf Pairings basieren. Und zwar mit dem D-Log-Problem. Waters hat einfach bestehende Signaturen bislang genommen und hat sie einfach geiler gemacht. Okay, was passiert bei Waters? Und zwar folgendes. Gen holt sich ein zufälliges A. Ich sage einfach mal random dazu. Und was es dann berechnet, ist folgendes. G hoch A. Hoch A bitte. Ja. Und damit ist G hoch A auch offensichtlich in der Gruppe drin, denn wir reden ja hier die ganze Zeit wieder über Pairings und Pairings haben ja immer diese Eigenschaft, dass sie von einer Gruppe und einer zweiten Gruppe, meistens sind die beiden Gruppen dieselben hier, also von zweimal derselben Gruppe, es nimmt zwei Elemente aus jeweils derselben Gruppe und bildet in eine Zielgruppe G Target ab. Okay, oder einfach T, wie wir sie genannt hatten, glaube ich zumindest. Das ist unsere Funktion E, die das Pairing beschreibt. Es nimmt zwei Elemente aus der Gruppe G und bildet sie in eine Target-Zielgruppe ab. Okay, nur zur Erinnerung. Dann ist dieses G hoch A offensichtlich auch aus der Gruppe G, weil ja hier A irgendeine Zahl ist und G ein Generator ist. Also ist es ganz offensichtlich, dass das auch wieder in der Gruppe drin ist. So, und was wir dann machen ist folgendes. Wir generieren uns eine Hash-Funktion H. Ach komm schon. Eine Hash-Funktion H aus unserem Gen-Algorithmus, den wir letztes Mal uns angeguckt hatten mit dem Generator G. So, diese Gen-Funktion, die ist tatsächlich die hier von der Waters-Hash-Funktion, die normale Gen-Funktion, nicht die Trap-Gen, sondern die normale Gen-Funktion. Die Trap-Gen brauchen wir hauptsächlich für den Beweis erstmal. Okay, und dann können wir uns hier eigentlich schon komplett festlegen auf Public Key und Secret Key. Public Key ist gleich der Generator, die Hash-Funktion, logischerweise müssen wir irgendwie machen. Und Achtung, E von G, G hoch A. So, Achtung, das ist dasselbe, wie wenn ich das A jetzt hier drin stehen lasse und das E von G, G hoch A ausrechnen. Das ist genau dasselbe im Prinzip. So, der Secret Key, der ist jetzt nur noch G hoch A. Wir brauchen A an für sich nicht mehr, sondern nur noch G hoch A. Und warum ist das ein Secret Key? Naja, wir liefern hier tatsächlich nur den Wert aus der Target-Gruppe. Das heißt, G und G hoch A, ja, man weiß einfach nicht, was dieses G hoch A hier drin dann überhaupt ist. Man kann nur rausfinden, was E von G und G hoch A ist. Und das ist im Prinzip genau dasselbe. Okay, jetzt können wir den Sign-Algorithmus benutzen. Sign von Secret Key und der Nachricht M. Was passiert hier? Es wird ein Zufallswert gezogen aus den Zahlen modulo P. Ja, im Prinzip dasselbe, wie was bei A auch passiert ist, nur dass wir jetzt hier das explizit hinschreiben, beim anderen auch nicht. Genau, was wir hier dann berechnen wollen ist, komm schon, eine Signatur, Sigma 1, als G hoch den Random-Wert hier, den R-Wert, und eine Signatur Sigma 2 als G hoch A, den haben wir ja im Secret Key drin stehen, G hoch A, mal dem Hashwert von der Nachricht M und das Ganze hoch R. Also nur den Hashwert hier hoch R machen und G hoch A haben wir eh schon drin. G hoch A multiplizieren wir quasi einfach dran. So, und unsere Signatur besteht dann logischerweise aus Sigma gleich Sigma 1 und Sigma 2. Okay, das ist jetzt also unser Signaturverfahren, das ist hier Sign. Was passiert bei Verify? Verify braucht erstmal den Public Key, die Nachricht und die Signatur, wobei die Signatur hier wieder aus Sigma 1, Sigma 2 besteht. Das spare ich mir jetzt nochmal hinzuschreiben, ich glaube, das aufzulösen kriegt ihr selber hin. Und jetzt wird Folgendes gemacht, E von G, G hoch A, das Ganze, hoch A, das steht in meinem Public Key als drittes drin hier, also das kann ich einfach, darauf kann ich zugreifen, das habe ich im Klartext. Wir überprüfen, ob das mal, Achtung, das Mal ist unten, nicht in der Potenz, mal E von Sigma 1, und dem Hashwert der Nachricht
ob das gleich ist wie E von G, Sigma 2. So, das ist quasi unsere Überprüfung jetzt hier. Sieht mega kompliziert aus, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Das Schlimmste ist, dass wir dreimal dieses, hier soll natürlich E stehen, dass wir dreimal das Pairing auswerten wollen oder müssen, um dieses ganze Ding hier zu überprüfen. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was ist hier genau passiert. Wir nehmen diesen Wert hier als erstes mal, ja, ich kopiere mir den einfach mal gerade und prüfen jetzt, was müssen wir hier berechnen. E von G Sigma 2. Naja gut, jetzt kann ich mache das mal wieder als quasi unsaubere Kettenregel per Copy-Paste. Hier kann ich für Sigma 2 einfach schon mal das hier einsetzen. Das darf ich ja durchaus machen. So, jetzt erinnert ihr euch hoffentlich noch an die Bilinearität von dem ganzen Ding hier. Das heißt, ich kann das hier umschreiben, indem ich hier einfach das hier rauslösche. Na, komm schon. Mal und dann lösche ich das hier raus. Das war die Bilinearität. Das war quasi die erste Eigenschaft von Pairings, die wir gefordert hatten. Die wichtigste auch gleichzeitig. E von G, G hoch A mal E von G, H hoch M, H von M hoch R. So, ja, easy, oder? Jetzt kann ich hier das A aber rausziehen aus meinem Pairing und kann das Ganze hier als Potenz wieder reinziehen. Und das hier bitte unten lassen. Verdammt. Okay, das ist schon mal der erste Faktor. Das ist dasselbe wie das hier. Das heißt, hier haben wir schon mal gewonnen. Und jetzt hier, also das kann ich auch tatsächlich alles so berechnen hier. Das ist ja alles öffentlich, was ich hier habe. Und jetzt überprüfen wir mal das zweite. Hier steht hoch R. Naja, wir hatten gelernt, wir dürfen das Ganze hier als hoch R auch dran schreiben. Und das dürfen wir offensichtlich machen. Und jetzt dürfen wir aber auch dieses R wieder reinziehen. Das heißt, wir dürfen es auch wieder hier dran schreiben. Und schon sind wir bei Sigma 1. Wobei wir hier dann Sigma 1, H von M stehen haben. Und offensichtlich sind die dann, wenn Sigma eine korrekte Signatur ist, gleich. So, und das ist das Signaturverfahren von Waters, was auf Pairings basiert. Der Beweis ist nicht ganz so einfach, aber für die EUF-CMA-Sicherheit ist er da. Und ja, den zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Der ist wie gesagt etwas länger und braucht dafür ein eigenes Video. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!